Zu gesunden Haaren gehört auch eine gesunde Kopfhaut. Darum verträgt die manchmal auch ein bisschen extra Pflege. Dafür nehme ich einfach Öl oder den Kopfhautbalsam hier nach dem Rezept von Haselnussblond. Fangen wir damit an, was reinkommt. Aloe Vera Gel verwende ich auch gerne in meinen Haarkuren, denn es ist sehr feuchtigkeitsspendend. Auf der Kopfhaut hat es zusätzlich einen sehr kühlenden Effekt. Für den Balsam verwende ich das Aloe Vera Gel von DM, von Sundance, denn das ist eher gelig von der Konsistenz. Man sieht es vielleicht eher schlecht, aber es bewegt sich kaum in der Flasche. Reines Aloe Vera Gel, so wie das, was ich für meine Haarkuren verwende von Behave, ist aber eigentlich flüssig. Für den Balsam ist die gelige Konsistenz aber unglaublich praktisch, drum drücke ich da ein Auge zu und verwende das 98% reine vom DM. Dadurch kann man das Ganze dann hinterher leichter auftragen. Dann kommt noch Öl hinzu, irgendeines, das sich bei euch für die Hautpflege bewährt hat. Ich mag zum Beispiel gerne Mandelöl, während Heike hingegen Distelöl verwendet. Hängt ganz von euren Präferenzen ab. Ihr merkt vielleicht, Öl ist ein großer Bestandteil meiner Haar- und Körperpflege. Der nächste Inhaltsstoff ist Propolis. Das wirkt wundheilungsfördernd und antiseptisch. Kauft ihr am besten direkt beim Imker. Es handelt sich um ein tierisches Produkt und ist somit für Veganer nicht geeignet. Als Alternative empfehle ich euch zum Beispiel Ringelblumenextrakt. Es kann vorkommen, dass das Pulver Klümpchen bildet. Dann einfach vor dem Beimischen in einem Mörser bearbeiten. Bitte aufpassen, das Ganze kann färben. Also nach dem Auftragen schauen, dass nichts mehr an den Fingernägeln ist, sonst werden diese leicht gelblich. Als letzter Inhaltsstoff kommt noch Dexpanthenol hinzu. Kennt ihr vielleicht aus der Bepanthen-Salbe. Für den Balsam verwende ich allerdings eine Lösung. Die ist auch von Bepanthen, bekommt ihr in der Apotheke. Es tut aber auch jedes andere Präparat, egal welche Marke. Dexpanthenol wirkt auch entzündungshemmend und wundheilungsfördernd. Zusätzlich wirkt es noch juckreizlindernd. Dieser Inhaltsstoff ist quasi ein Bonus. Der Balsam funktioniert auch prima ohne, aber eben ein bisschen besser damit. Zum Dosieren verwende ich dann noch eine ganz einfache Pipette. Bekommt man zum Beispiel auch in der Apotheke. Vielleicht besorgt ihr euch auch gleich zwei, für das Öl und die Dexpanthenol-Lösung. Zum Abfüllen habe ich einfach eine Dose von einer aufgebrauchten Creme aufgehoben. Es muss ja nicht immer ein neu gekauftes Döschen sein, darum hebe ich solche Verpackungen ab und an auf. Am besten sind Behälter aus Glas, die kann man nämlich vor dem Befüllen auskochen, dann hält das, was man hineingibt, einfach länger. Um alles zusammenzumischen, braucht man eine Schüssel, meine ist aus Glas, und zusätzlich einen Löffel. Ich verwende so einen kleinen Teelöffel, die Rückseite lässt sich nämlich auch wie ein Spatel benutzen, um später das Pulver zu dosieren. Also jetzt punchen wir alles zusammen. Für den Anfang 40 Pumpstöße Aloe Vera Gel. Als nächstes nehme ich das Öl. Die Menge hiervon könnt ihr eigentlich beliebig variieren, aber als kleinen Anhaltswert gebe ich euch 15 Tropfen. Dafür nehme ich die Pipette. Aber gerade jetzt im Winter, wenn es losgeht mit trockener Heizungsluft und so, nehme ich gerne ein paar Tropfen mehr. Ich weiß aber auch, dass meine Haare in jeder Form gerne viel Öl mögen. Wenn ihr, so wie ich, nur eine Pipette verwendet, dann jetzt unbedingt auswaschen. Dann nehme ich das Propolis-Pulver und den kleinen Löffel zur Hand. Hiervon gebe ich dann 2 Spatelspitzen hinzu, oder eben in meinem Fall Löffelrückseiten. Habe ich gerade 2 gesagt? Ich meinte 4. 4 Spatelspitzen voll Pulver. Ja, da kann man schon mal durcheinander kommen. Als letztes noch die Dexpanthenol-Lösung. Davon gebe ich 10 Tropfen hinzu. Wenn dann alle Bestandteile in der Schüssel sind, mit dem Löffel kräftig durchrühren und vermischen. Den fertigen Balsam fülle ich dann in mein Döschen. Jetzt ist es sehr praktisch, wenn das Döschen eine nicht zu kleine Öffnung oben hat. Ihr braucht die Schüssel nicht allzu gründlich auskratzen. Ich schmiere mir die Reste einfach direkt im Anschluss auf die Kopfhaut. Deckel zu und schon ist der Balsam fertig. Ich verwende den Balsam wie eine Kur vor der Wäsche. Wenn ich zum Beispiel mal morgens wasche, trage ich den Balsam schon am Abend vorher auf und lasse ihn über Nacht einwirken. Wenn das nicht geht, lasse ich ihn trotzdem immer mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde einwirken. Ich zeige euch noch, wie ich den Balsam auftrage. Das mache ich natürlich vor der Wäsche, dementsprechend fettig sind meine Haare schon. Da meine Haare relativ dicht auf dem Kopf wachsen, komme ich nur schwer an meine Kopfhaut ran.
Darum trage ich die Creme wie beim Färben auf, also scheitelweise. Ich fange mit dem Auftragen bei meinem normalen Scheitel an, ziehe dann knapp daneben einen neuen, trage wieder Creme auf und dann immer so weiter. Diese Scheitel könnt ihr mit einem Stielkamm ziehen oder mit den Fingern, sie müssen ja nicht besonders exakt sein. So verteile ich jetzt den Balsam auf meinem ganzen Kopf, bis ich einmal von rechts nach links damit durch bin. Man kann natürlich auch einfach was auf die Fingerspitzen geben und es dann auf den Kopf einmassieren. Ich erwische mit der anderen Methode aber einfach mehr von meiner Kopfhaut. Um den Balsam auch am Hinterkopf gleichmäßig zu verteilen, arbeite ich da noch mit ein paar Querscheiteln. Diese Stelle ist bei mir am ehesten mal gereizt und kriegt darum extra gründliche Pflege. Das alles verteile ich dann nochmal zusätzlich mit einer kleinen Kopfmassage verbunden. Super angenehm und regt zusätzlich die Durchblutung an. Und dann, wie schon beschrieben, einwirken lassen und ganz normal auswaschen. Das funktioniert sowohl vor einer normalen Wäsche als auch vor einem Scalp Wash super. Und jetzt nicht vergessen, nach dem Auftragen ganz gründlich Hände zu waschen, um Verfärbungen vorzubeugen durch das Propolispulver. Ich bin schon gespannt, wie ihr mit dem Balsam zurechtkommt. Schreibt mir doch in den Kommentaren darüber. Wenn euch das gefallen hat und ihr euch noch mehr Videos zur Kopfhaut- und Haarpflege wünscht, würde ich mich freuen, wenn ihr ganz fleißig abonniert, kommentiert und liked. Bis bald!